Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Flashback-Spielerkarte mit Alexandre Pato und natürlich wird zurückgeblickt auf seine erfolgreiche Zeit bei AC Mailand in der Saison 2010-2011. Wir schauen uns diese Karte an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 130 bis 140.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass er in den nächsten Tagen nochmal so 5.000 bis 10.000 Coins günstiger wird. Okay, der erste Blick auf die Karte, 87 ist er bewertet, der Brasilianer, und somit hat er ein ordentliches Upgrade bekommen von 75 auf jetzt 87. Das ist ein ordentliches Upgrade, leider keine 5 Sterne Skills, sind nur 4 Sterne, schwacher Fuß ebenfalls 4 Sterne. Arbeitsraten hoch, gering als Stürmer quasi, oder für mich als Stürmer quasi perfekt. Ansonsten, er spielt natürlich in der MLS inzwischen bei Orlando City. Die Link-Möglichkeiten sind etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber er hat ja eine gute Nationalität. Was heißt gut? Er ist Brasilianer und von daher, es gibt einige Spieler, die mit ihm natürlich verbunden werden können. Was mir sofort ins Auge fällt, ist vielleicht die Ausdauer von 80, die könnte tatsächlich ein bisschen besser sein. Wir haben ein ordentliches Tempo, da braucht man nicht mehr viel hinzugeben. Wer es richtig pacey mag, gibt ihn vielleicht, ja, Hunter, ansonsten mit Engine oder Mahawk probieren, je nachdem, was einem besser liegt. Und ja, anfällig für Verletzung ist er. Ja, das sieht man dann vermutlich auch mal im Spiel, aber das ist nicht so schlimm. Das hat keinen Einfluss auf das Spiel. Ansonsten angeschnittener Schuss und Tempodribbler bringt er mit. Das hat einen Einfluss und das ist sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, ich finde diese Karte absolut fein. Vielleicht für MLS etwas überteuert, da man das ja einfach, ja, vielleicht weniger spielt. Aber vielleicht gibt es ja nochmal die Squad Foundations oder neue Grundlagen SBCs jetzt, beziehungsweise nicht nur SBCs, sondern auch Objectives, die man sich freispielen kann für die MLS. Und ja, dann gibt es auch wieder interessante Karten, die man mit ihm verlinken kann. Und quasi Pato ist dann der Vorreiter, beziehungsweise die Vorreiter SBC dazu. Okay, ansonsten würde ich sagen, gehen wir rein in die SBCs. Dort haben wir 3 an der Zahl. Es gibt ein Prime Electrum Spielerpack im Wert von 20k. Prime Gemisch Spielerpack, ja, nicht der Rede wert. Und noch ein seltenes Gemisch Spielerpack. Sollte man sich nicht schön rechnen, aber wir nehmen es gerne mit. Und in der ersten SBC, die ich nicht aussprechen kann, Rossoneri, ist das richtig? Ja, ich denke mal, haben wir folgende Bedingungen: AC Mailand mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83 wird erfordert, eine Teamchemie von 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür genau 7 Tage nach Release dieser SBC Zeit, diese abzuschließen, und danach ist er leider weg. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 30.000 Coins, aber das liegt auch so ein bisschen an den Informs, die aufgrund des 84 plus Player Picks gerade etwas angestiegen sind. Okay, dann würde ich sagen, Seleção gucken wir uns als nächstes an, und hier haben wir folgende Bedingungen. Ja klar, brauchen wir einen Brasilianer, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 75 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal gemeinsam durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 34.000 Coins. Okay, die letzte SBC Liga-Klasse und hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Serie A-Spieler. Ich denke, hier haben wir genügend. Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Und Pato gehört euch in der Rückblick-Spielerversion. Okay, let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 73.000 Coins. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Lösung weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt ja gerne kommentieren, ob das ein Spieler vielleicht für euer Team ist. Ist natürlich ein bisschen schwer zu linken, aber es ist halt Pato. Den kann man sich gerne mal in den Verein stecken und ja, mal schauen, wie er sich so spielen lässt. Die letzte 87, ich glaube, ne, Flashback Benzema war 86 bewertet. Absolut insane. Der Spieler ist bei mir sowas von wild. Ich glaube, bis zum Totti, wenn ich da keinen Stürmer ziehen sollte, werde ich den vielleicht sogar bis zum Tot spielen. Und ja, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.